Mein Name ist Alexander Wilz, ich komme aus dem Saarland in Deutschland. Ich arbeite als Informatiker und vor 5 Jahren bestand mein Alltag hauptsächlich darin, dass ich auf 3 Bildschirme gestarrt habe Mails beantwortet, Code bearbeitet, verschiedene andere Aufgaben erledigt. Und wenn ich mal eine Abwechslung gebraucht habe, bestand es hauptsächlich daraus, dass ich in eine Küche ging und dort halt einen Kaffee getrunken habe. Und ja, dann war klar, ich brauche eine Abwechslung, ich muss da raus und das war dann das Angeln. Okay. Ja, ich hatte erst vor 5 Jahren meinen Angelschein gemacht und als ich dann so den Barsch, den Zander sah, so ein bisschen, was sind das für Fische, habe ich gewusst, ja, die will ich haben, die will ich beangeln, das werden meine Zielfische und das hat halt bis heute angehalten. Da mir ja von Anfang an klar war, dass ich nur den Barsch, den Zander möchte, habe ich mich halt auch darauf konzentriert und habe tatsächlich nichts anderes gemacht und auch nichts anderes probiert, ausschließlich mit Kunstködern geangelt. Habe mich dann damit beschäftigt, also das heißt, ich habe im Internet geguckt, habe gelesen, Bücher gelesen, bin immer direkt raus, probieren. Letztes Jahr war ich über 100 Tage im Jahr am Wasser angeln. Man merkt einfach, dass durch dieses stetige Probieren, dieses stetige Weiterentwickeln und Lernen, auch mit Leuten in Austausch gehen, dass man ja, mehr und mehr halt die Fische versteht und auch weiß, wann man was tun kann, um dann letztlich erfolgreich zu sein. Genau, ich habe quasi seither nichts anderes geangelt. Tatsächlich immer nur Barsch und Zander. Und das ist so meine Passion. Deswegen gehe ich raus. Deswegen stehe ich halt auch morgens zeitig auf. Also es ist 5 Uhr arbeiten ist schwierig, aber 5 Uhr zum Angeln gehen, das ist das, was ich will, das, was ich mache. Und ja, das macht mich eigentlich aus. Crush City ist eine Serie, die Rapala zusammen mit Jacob Wheeler zusammen entwickelt hat fürs Bassfischen in den USA. Das sind Köder, die auch wunderbar bei uns für einen Zander und für einen Barsch funktionieren. Ich hatte jetzt das Privileg, dass ich die im Vorfeld schon testen konnte, ausgiebig, und konnte relativ schnell mit den Ködern Vertrauen gewinnen, konnte meinen Zander und meinen Barsch Personal Best direkt steigern. Das hat mich erstmal sehr überrascht, einen neuen Köder auszuprobieren, direkt Vertrauen reingefunden. Bei meiner Angelei, es passt super gut. Es ist ein wirklich durchdachter Köder. Der Pintail ist gemacht, es ist recht subtil und passt wunderbar zu meiner Angelei, weil hier gibt es relativ viel Angeldruck. Viele Angler angeln dasselbe, immer die gleichen Köder, und genau mit dem Köder kann ich mich direkt identifizieren, weil er einfach für mich funktioniert. Das Besondere an der Saar ist, es ist ein relativ langsam fließender Fluss. Das bedeutet, ich fische in der Regel zwischen 5 bis 10 Gramm Kopfgewicht plus den Köder. Der Zander ist bekannt als recht langsamer Fisch, also man kann den Köder lange anbieten, und in der Saar gibt es das her. Also die Saar ist sehr strukturreich, sehr abwechslungsreich. Es gibt für alle Jahreszeiten oder Verhältnisse gibt es eigentlich ganz passable Stellen, an denen man immer mal wieder schöne Fische fangen kann. Und es bietet sich dann halt auch an, in den Bereichen dann sehr zart zu fischen. Also tendenziell fische ich sehr fein. Also auch meine schwere Zanderroute ist eine 21 Gramm Route. Da fische ich 20er oder 23 mm Vorfach drauf mit den leichten Köpfen. Ja, das ist meine Zanderangelei. Das ist, glaube ich, recht speziell im Gegensatz zu den allermeisten. Crush City kommt aus dem Amerikanischen, bedeutet so viel wie es ist so der Spot oder der Bereich, an dem man viele Fische gleichzeitig fangen oder nacheinander fangen konnte. So die Sternstunden erlebt hat, wo man den Spot gecrushed hat. Und für mich ist die Saar, das ist so mein Heimatfluss, da fühle ich mich wohl, mit dem Fluss habe ich mich auseinandergesetzt, das ist meine Crush City. Ich habe in mehreren Abschnitten ich den Fluss quasi inhaliert und habe mich da wirklich sehr intensiv die letzten Jahre oder die letzten 2-3 Jahre mit dem Zanderangeln beschäftigt, und es ist tatsächlich so, dass ich mittlerweile an den Fluss gehen kann und finde relativ schnell meine Fische, kann den Fluss sozusagen lesen, und das verbindet irgendwie so ein bisschen. Man weiß genau oder meistens ganz genau, wann man wohin gehen kann, und ist auf jeden Fall definitiv verschiedene Stellen, die man da regelmäßig crushen kann, und das ist meine Crush City.
Die Crush City Crew besteht aus einigen Anglern auf der Welt, die Crush City Crew halt vertreten sollen, die neue Range, die neue Pulkpalette. Und wenn man mein Instagram-Profil durchguckt, sieht man da eigentlich nur Zander und Barsche, fast nichts anderes. Und das ist der Grund, warum man mich gefragt hat, ob ich bei der Crush City Crew, ob ich dazugehören möchte. Und da habe ich natürlich ja gesagt. That's the Freeloader. Welcome to my Crush City. Ja, ein besonderer Moment für mich war tatsächlich, als ich mit einem Freund zusammen unterwegs war und ich wollte ein paar Zander mit den neuen Gummifischen angeln, mit den Crush City Baits. Wir waren dann so ein bisschen auf der Spotsuche und wir hatten dann 2, 3 Kontakte und hatte ich nach dem zweiten Anjiggen direkt einen richtig guten Fisch drauf. Am Ende war es so ca. 70 cm Fisch. Ich dachte schon, okay, das wird ein cooler Tag. Dann 2 Versuche später kam dann direkt der nächste, um etwa 10 cm größer, 80er Zander mit dem gleichen Köder. Das war für mich schon so ein Moment, wo ich dachte, ja, das ist erstens ein richtig cooler Abend und zweitens ein Köder, den ich gerade am Ausprobieren war und meine ersten Erfahrungen damit gesammelt habe, habe dann direkt halt super schöne Fische fangen können. Und so ging es dann auch die nächsten Tage eigentlich weiter. Also es hat sich durchgezogen, dass ich mit dem gleichen Köder, also dem gleichen Köder, der war am Ende wirklich zerstört, mehrere tolle Fische fangen konnte und ja, das ist so ein Moment, der so ein bisschen hängen geblieben ist. Ja, meine favorisierte Technik beim Angeln ist eigentlich die Finesse-Angelei. In erster Linie mag ich das Free Rig sehr. Damit kann man sowohl schöne Barsche als auch schöne Zander überlisten und austricksen, vor allem im Winter. Im Prinzip ist es ein Stabblei, das frei auf dem Vorfach hin und her gleitet und dann ein scharfer VMC Chebo-Hook. Ja, durch das freilaufende Blei sinkt es halt ein bisschen schneller als der Köder, der trudelt leicht nach und in der Regel kommen dann bei dem leichten Nachtrudeln die Bisse. Und das funktioniert für mich wirklich gut auf größere Barsche gezielt und auch größere Zander. Der Vorteil ist halt auch einfach, dass man an Steinpackungen, was ich hier an meinem Fluss habe, durch die ganzen Schüttungen das Ding relativ hängerfrei fischen kann und dadurch weniger Verluste habe, weniger Köderverluste und bessere Bisse. Aber am effektivsten ist schätzungsweise meistens das Jiggen auf Zander. Da sind die Bisse, die sind halt letztlich das, was immer wieder überzeugt. Also wenn man dann den Köder über den Grund führt, hofft auf den Fisch und irgendwann kommt dann der ersehnte Biss und dieser Knall, der dann wirklich so durchs Handgelenk geht bis in den Ellbogen und das ist eigentlich so, das, was das vermeintlich langweilige Jiggen dann doch irgendwie sehr spannend macht. Wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe, dann will ich das. Das treibt mich auch an, immer wieder. Das heißt auch, das schlägt sich auch so ein bisschen in der Zanderangelei nieder. Wenn ich der Meinung bin, es ist jetzt gerade schwierig zu angeln oder es fühlt sich so an, als wäre es schwer, einen Fisch zu überlisten, bin ich dennoch der Meinung, dass es irgendwie funktionieren muss. Und dann fuchse ich mich da so rein, dass ich so lange probiere, lese, rausgehe, bis ich halt tatsächlich irgendwann so dieses Rätsel geknackt habe. Ich sehe das Zanderangeln so, als dass es jeden Tag so ein bisschen so ein kleines Rätsel ist, das es zu knacken gilt. Und die Motivation ist eigentlich immer genau das zu lösen und die Befriedigung finde ich dann darin, dass ich es halt irgendwann tatsächlich geschafft habe, so diesen Code zu entschlüsseln, wann der Fisch dann irgendwie gebissen hat oder wie er reagiert hat. Und diese Biss ist das, denke ich, so ein bisschen, das, was es auch irgendwie geschafft hat, in der verhältnismäßig kurzen Zeit, mich irgendwie hierhin zu schaffen, wo ich jetzt bin, ja.